Hey Leute, willkommen bei Lucky Recipes. Heute ist ein ganz besonderer Tag, denn es ist Holi, das indische Farbenfest. Deswegen haben wir uns gedacht, wir bereiten heute ein schönes buntes Thali vor. Also wenn ihr Lust habt auf ein vegetarisches, farbenfrohes Menü, dann dranbleiben. Wir haben heute wirklich richtig aufgetischt. Ich hoffe, ich kriege das Menü aus dem Kopf zusammen. Also es gibt bengalisches Spitzkohl-Curry, es gibt einen wunderschönen blauen Gewürzreis mit Tilda Basmati, es gibt Aludon, gedämpfte Kartoffelcurry, es gibt natürlich ein Dal, das darf nie fehlen, es gibt eine rote Beete-Reiter, es gibt eine Avocado-Creme und es gibt Thandai, das typische Holi-Getränk. Habe ich was vergessen, Dani? Nein. Super. Wie sagt man so schön, die Letzten werden die Ersten sein, deshalb fangen wir direkt mit Thandai an, damit es eine Weile ziehen kann. Dazu zerstoßen wir ein wenig Kardamom, damit wir an die aromatischen Kerne kommen. Zusammen mit allerlei Nüssen und Samen stellen wir uns dann das Thandai-Pulver her. Die Zutaten haben wir euch wie gewohnt unten verlinkt. Thandai leitet sich von Thanda ab, das bedeutet kalt, und tatsächlich wirken die Zutaten kühlend. Daher wird Thandai auch gerne zu Holi getrunken, denn ab März steigen die Temperaturen in Indien deutlich an. Übrigens nicht wundern, wenn ihr im Hintergrund schon das ein oder andere Gericht seht. Wir haben für das Video in einer anderen Reihenfolge gekocht, als wir das normalerweise machen würden. Das Pulver mischen wir dann mit frischer Vollmilch, ihr könnt aber auch eine vegane Milch nehmen. Dann versetzen wir es mit Safran und stellen es bis zum Servieren kalt. Die Farben für Holi hat man hergestellt, indem man Pflanzen getrocknet und zu einem Pulver zermahlen hat. Das war schön bunt und damit hat man das Farbspiel gemacht. Und ähnlich machen wir das heute auch bei unserem Menü. Da kommen nur natürliche Zutaten zum Einsatz, nämlich Gemüse und Blüten, und damit färben wir unser Essen. Von Blüten beim Thandai kommen wir zu einem färbenden Gemüse bei unserem Raita. Dazu nehmen wir frische rote Beete, die wir bereits gedämpft haben, und schneiden sie in kleine Stücke. Nehmt wirklich frische rote Beete und keine vorgegarten aus dem Supermarkt, weil eine frische viel mehr Farbe abgibt und unserem Raita ein sattes Pink verleihen wird. Verrührt den Joghurt mit Salz, Gala Namak und Rohrzucker. Nicht wundern, wenn sich der Zucker nicht sofort auflöst, später wird er sich super in die Masse vermengen. Am nächsten Tag nach Holi ist es in Indien immer witzig zu beobachten, dass fast alle noch bunte Finger haben. Egal ob der Kellner im Restaurant oder der Banker im Anzug, du weißt, was sie am Tag zuvor gemacht haben. Sobald ihr die rote Beete unterhebt, seht ihr sofort die tolle Farbe, die sich nach einiger Ziehzeit noch verstärken wird. Jetzt noch eine schnelle Tadka mit schwarzer Senfsaat, zur Not gehen auch helle, und fertig ist euer Raita. Holi hat tatsächlich mehrere Bedeutungen. Zum einen feiert man damit den Sieg von Lord Vishnu, einem der drei Hauptgötter aus dem Hinduismus, über die Dämonin Holika, daher auch der Name Holi. Das Farbspiel wiederum assoziiert man besonders mit einem der Avatare von Lord Vishnu, nämlich Krishna. Der hat das sehr gerne mit seiner großen Liebe der Radha gespielt und den Gopis, den Milchmädchen. Außerdem feiert man damit den Frühlingsanfang, auch wenn es aktuell nicht wirklich nach Frühling aussieht, aber wir holen uns einfach die Farbe nach Hause. Kommen wir zum heutigen Begleiter, unserem blauen Basmati-Reis. Dazu kochen wir uns Tee aus Butterfly-Pea-Blüten, die auch im Ayurveda geschätzt werden. In Indien nennt man die Blüten auch Aparajita, die Unbesiegbare. Die blaue Farbe steht für Ruhe und Gelassenheit sowie Mut und Entschlossenheit. Die Farbe wird auch häufig mit Krishna und Shiva assoziiert. Die Blüten an sich schmecken recht dezent, aber geben eine intensive blaue Farbe ab. Lasst den Tee mindestens 10 Minuten ziehen, bis das Wasser eine satte Farbe angenommen hat. Währenddessen kann ich schon mal unseren Reis waschen. Der gewaschene Reis wiegt etwas mehr, daher brauchen wir so viel Tee, bis die gesamte Menge 600 Gramm wiegt. Lasst den Reis 30 Minuten einweichen. In der Zwischenzeit könnt ihr euch den anderen Gerichten widmen. Nach der Ziehzeit kocht den Reis einfach nach der Quellmethode, indem ihr ihn kurz aufkochen und dann ausquellen lasst. Mehr zu dieser Methode findet ihr in unserem Grundrezept zum Thema Reiskochen. Mit ein wenig Kardamom und Anis bekommt der Reis nochmal einen dezenten Gewürzduft. Lasst den Reis nach dem Kochen noch etwas ruhen, so kann sich die Farbe besser entfalten. Eine
Einige der Rezepte kennt ihr bestimmt schon, die gibt es nämlich auch auf unserem Kanal, wir haben sie nur leicht abgewandelt für Holi, denn zu solchen Festen verzichtet man normalerweise auf Knoblauch und Zwiebeln. Wenn ihr trotzdem die ganzen Rezepte euch anschauen wollt, haben wir die euch einmal unten verlinkt und oben eingeblendet. Wie bereits erwähnt, ein Dal darf bei einem Thalli natürlich nicht fehlen. Hierfür bereiten wir uns ein einfaches Dal mit Limettenaroma vor. Nur diesmal verzichten wir auf die Knoblauch-Tarka. Heute heißt es für uns nämlich No Onion, No Garlic, please. Stellt euch eine Masala-Grundlage aus Gewürzen und Tomate her und lasst alles kurz einköcheln, bis die Tomate zerfallen ist. Jetzt kommen Dalwasser und Salz hinzu, nehmt außerdem noch 2 Thai-Limettenblätter, verreibt sie zwischen den Fingern und gebt sie zum Dal. Anschließend das Dal bei halb geschlossenem Deckel für 10 bis 15 Minuten köcheln lassen. Fügt bei Bedarf einfach noch ein wenig Wasser hinzu und rührt das Dal gut um. Schlagt euer Dal am Ende noch einmal mit einem Schneebesen, dadurch bekommt es eine bessere Konsistenz. Zum Abschmecken reiben wir uns noch ein wenig Bio-Limettenschale und geben frischen Limettensaft hinzu. Seht ihr die schöne gelbe Farbe? Sie steht für Licht und Gelehrsamkeit. Gelb wird auch mit Vishnu und Krishna assoziiert, die oft gelbe Gewänder tragen. Mein persönlicher Favorit ist Aloo-Dom. Dafür gibt es schon ein ausführliches Video, aber wir haben heute unser Rezept etwas angepasst und kochen das Gericht ohne Zwiebeln. Stattdessen kommt Asafoetida zum Einsatz. Dieses Pflanzenharz hat einen intensiven Geschmack und wird gerne als Ersatz für Knobi und Zwiebeln genommen. Am besten schmeckt Aloo-Dom mit kleinen Kartoffeln. Wir haben hier festkochende genommen, die bereits vorgegart sind. Bratet sie leicht, bis sie gebräunt sind. Gebt jetzt Ingwerpaste und die Pulvergewürze hinzu. Wir nehmen heute recht viel Paprikapulver und Tomaten, damit wir eine intensive rote Farbe erhalten. Die rote Farbe symbolisiert Liebe, so ist zum Beispiel der Sari einer Braut immer rot, genauso wie ihr Sindur. Wir kochen das Curry nach der Damm-Methode. Dabei wird es auf kleinste Hitze gedämpft, damit die Kartoffeln langsam die Aromen annehmen können. Daher bitte den Deckel nicht öffnen, damit kein Dampf entweicht. Nach etwa 20 Minuten ist euer Aloo-Dom fertig. Wir haben euch die Rezepte für unser Thalli auch in ein kleines PDF zusammengefasst. Den Link dazu findet ihr in der Beschreibung. Er gilt noch bis zum 1. April. Viele weitere tolle Rezepte findet ihr auch in unserem Kochbuch Kochen wir in Indien. Für unser bengalisches Spitzkohl-Curry habe ich die äußeren Blätter entfernt und den Kohl kurz mit Wasser sauber gemacht. Einmal in die Hälfte teilen und den Strunk entfernen. Dann schneide ich den Kohl in Streifen. Zum Ende hin könnt ihr den Kohl einfach drehen, so lässt er sich besser schneiden. Die dickeren Stellen schneide ich nochmal separat fein. Ein paar Kartoffeln geben dem Curry eine schönere Textur. Die schneide ich in Würfel und lege sie in kaltes Wasser. So wird etwas Stärke entfernt und sie lassen sich besser anbraten. Erstmal brate ich die Kartoffeln für 5 Minuten an und gebe dann eine Prise Kurkuma drüber, so bekommen sie eine leuchtende Farbe. Bratet 1 Minute weiter und schiebt sie dann zur Seite, um Platz für die Gewürze zu schaffen. Sobald es aromatisch duftet, gebe ich Ingwerpaste und gehackte Tomaten dazu.
Feine Kokosraspeln im Curry schmecken richtig lecker. Wir stellen unsere Kokosraspeln gerne selbst her und frieren sie tief. Danach gebe ich Korianderpulver und Kurkuma dazu und hebe den Spitzkohl nach und nach unter. Das Rezept klappt natürlich auch mit Weißkohl, nur die Garzeit ist etwas länger. Salz nicht vergessen, Deckel schließen, Hitze runterdrehen und das Gemüse im eigenen Saft sanft garen lassen. Nach etwa 10 Minuten können die TK-Erbsen rein. Und weil es ein bengalisches Curry ist, verfeinere ich das Ganze mit einer Prise bengalischen Garam Masala und etwas Zucker. Lasst das Curry nochmal für 5 Minuten bei kleiner Hitze weiterköcheln und wenn es zu trocken im Topf ist, gebt einfach einen Schuss Wasser dazu. Und fertig, wir lieben dieses Curry, besonders mit einem Spritzer Limettensaft kurz vor dem Servieren. Nach so viel Kochen brauchen wir ein einfaches Dessert, deswegen stellen wir uns eine leckere Avocado-Creme her. Die Creme solltet ihr vor dem Essen frisch herstellen, damit die Avocado nicht oxidiert. Dafür ist die Creme aber im Handumdrehen fertig. Püriert die Avocado einfach zusammen mit frischer Vanille und Ahornsirup, bis ihr eine schöne Creme habt. Die grüne Farbe repräsentiert Leben, Natur und Neuanfang und findet sich auch auf der indischen Flagge. Rührt jetzt noch angeröstete Kokosflocken unter die Creme und schon seid ihr fertig. Die Creme ist übrigens auch eine hervorragende Füllung für selbstgemachte Pancakes und Pfannkuchen. Fertig ist unser farbenfrohes Thalli mit einer breiten Farb- und Geschmackspalette. Schaut das nicht lecker aus? Gemeinsam mit Tilda Basmati sagen wir Happy Holi, macht es gut und bis zum nächsten Mal. Tschüss!